Niemand durfte aufrecht stehen, wenn Valyros den Raum betrat. Nicht seine Generale, nicht sein Priester, nicht einmal seine eigene Familie. Der Thronsaal von Lur Aschan war groß genug, 10.000 Menschen zu fassen. Doch wenn Valyros erschien, schien die Luft selbst den Atem anzuhalten. Die Säulen aus schwarzem Stein warfen kalte Schatten, und das Gold in den Wänden glanzte nicht, es starrte. Weihe Augen, als die schweren Türen aufschwangen, fiel der Hof gleichzeitig zu Boden. Stirnen berührten den Stein, Lippen den Staub. Kein Laut, kein Husten, kein Zittern durfte sichtbar sein. Valyros blieb stehen, genoss diesen Moment. Nicht aus Freude, sondern aus Gewissheit. Die Gewissheit, dass diese Menschen nicht mehr wussten, wie es sich anfühlte, aufrecht zu stehen. Dass ihre Körper schneller reagierten als ihre Gedanken. Dass sie sich warfen, bevor sie überhaupt verstanden, warum. Ging langsam durch die Reihen der knienden Körper. Niemand durfte ihm in die Augen sehen. Wer es tat, verschwand. Man sprach nicht darüber. Man lernte es. Valyros war 36 Jahre alt, doch war älter als jeder Mann im Raum. Alter, weil ihm seit seiner Kindheit beigebracht worden war, dass Zeit für Eichen anders floss, dass Regeln für Eichen nicht galten, dass Zweifel etwas für Sterbliche waren. Man nannte Eichen nicht König, man nannte Eichen den Erwählten. Dieser Titel war kein Schmuck, war ein Kaffig, allerdings einer, den Valyros nie als solchen empfand. Denn wer glaubt, über allen zu stehen, bemerkt nicht, wie allein ist. Setzte sich auf den Thron. Erst dann dürften die anderen atmen. Ein Herald trat vor. Seine Stimme bebte, obwohl sie 1000-mal geübt hatte. Der Rat der Provinzen wartet auf eure Worte. Valyros schwieg. Schweigen war Macht. Je langer schwieg, desto mehr krümmten sich die Gedanken der Wartenden. Hatten sie etwas falsch gemacht? War ihre Bitte töricht? Würde heute jemand sterben? Lebte diesen Teil. Nicht das Toten, sondern die Unsicherheit davor. Lasst sie warten, sagte schließlich. Der Herald verneigte sich so tief, dass seine Stirn blutete, als sie den Boden berührte. Valyros bemerkte es nicht. Hatte gelernt, Menschen nicht zu sehen. Diese Lektion hatte früh erhalten. Noch bevor lesen konnte, noch bevor verstand, was Herrschaft bedeutete. Seine Mutter, Sereth Maelian, hatte Eichen eines nachts aus dem Schlaf geholt. War vielleicht 8 Jahre alt gewesen. Sie hatte ihn an das Fenster geführt, von dem aus man die inneren Höfe überblicken konnte. Unten kniete ein Mann, ein Adliger, hochgeboren, ein Verwandter. Siehst du ihn? Hatte sie gefragt. Valyros nickte. Hat gesoggert, sagte sie ruhig. Nur einen Atemzug zu lang. Und das reicht. Am nächsten Morgen war der Mann verschwunden. Wenn sie sehen, dass du menschlich bist, hatte Sereth gesagt, werden sie dich zerreißen. Diese Worte hatten sich tiefer eingegraben als jede Zuneigung. Valyros hatte gelernt, dass Nahe eine Schwäche war, dass Liebe erpressbar machte, dass Vertrauen ein Luxus war, den sich nur Tote leisten konnten. Und so war aus dem Jungen ein Herrscher geworden, der keinen Namen mehr brauchte. Der Schleierhof lag jenseits der inneren Mauern. Dorthin führte kein öffentlicher Gang. Keine Wache sprach darüber. Es war der Ort, an dem Frauen lebten, die alles besaßen, außer sich selbst. Valyros betrat Eichen selten, nicht aus Respekt, sondern weil wusste,
dass dort etwas existierte, das selbst Eichen irritierte, stille ohne Ehrfurcht. Die Frauen knieten nicht, wenn erschien, sie senkten den Blick, aber nicht aus Angst, aus Gewohnheit. An diesem Tag bemerkte sei zum ersten Mal, Lyris. Sie stand am Rand des Gartens, halb im Schatten eines Granatapfelbaums. Sie sprach nicht, sie lachte nicht, sie bewegte sich kaum. Andere Frauen versuchten, gesehen zu werden. Lyris tat das Gegenteil. Valyros blieb stehen. Ein Detail, unbedeutend. Und doch blieb sein Blick an ihr hängen. Wer ist sie? Fragte einen Eunuchen, die Tochter von Keilenvor, Herr. Keilenvor, ein Name, der Gewicht hatte, ein Mann, der Armeen führte, loyal, gefahrlich loyal. Valyros nickte langsam. Bring sie zu mir. Der Eunuch zögerte einen Augenblick zu lang. Valyros sah Eichen an. Der Eunuch verneigte sich und verschwand. Lyris wurde später vor Eichen geführt. Sie senkte den Blick, weil man es ihr beigebracht hatte. Ihre Hände zitterten nicht. Das fiel ihm auf, sieh mich an, sagte Valyros. Sie tat es, für einen Herzschlag lang. Dann senkte sie den Blick wieder, etwas regte sich in ihm. Nicht Begierde, Kontrolle. Am Abend stand eine andere Frau vor ihm, Elenia, die Mutter. Sie verneigte sich, aber nicht tief genug. Ihre Stimme war ruhig, als sie sprach. Meine Tochter ist jung, sagte sie, und nicht für den Blick eines Erwählten bestimmt. Der Raum erstarrte. Niemand hatte Valyros Jamals Grenzen gesetzt, lächelte. Ein sanftes, gefahrliches Lächeln. Du sprichst von Bestimmung, sagte ruhig, und wagst es, sie mir zu verweigern. Elenia hielt seinem Blick stand. Ich spreche von Schutz. Für einen Moment geschah nichts. Dann nickte Valyros. Geh, sagte Elenia verließ den Raum, lebend. Doch etwas hatte sich verschoben. Denn in Arken Valyros war zum ersten Mal seit Jahren etwas aufgestanden, das nicht kannte, nicht Wut, nicht Zorn, sondern der unerträgliche Gedanke, dass jemand geglaubt hatte, Nein sagen zu dürfen. Und in diesem Moment begann eine Geschichte, die kein Chronist vollständig aufschreiben würde. Valyros war nicht grausam geboren worden. War geformt worden. In den Chroniken des Reiches wurde Sereth Maelion als Hüterin der Kontinuität bezeichnet. Eine ehrwürdige Umschreibung für eine Frau, die gelernt hatte, dass Macht nur dort überlebt, wo Mitgefühl stirbt. Sereth hatte 3 Brüder gehabt. 2 waren vergiftet worden, einer war verschwunden. Sie hatte als junges Mädchen gelernt, dass Blut nichts bedeutete, wenn der Thron rief, dass Loyalität ein Wort war, das man benutzte, bevor man ein Messer zog, und dass Frauen im Palast nur 2 Möglichkeiten hatten, Opfer sein oder Architektinnen des Schreckens. Sereth entschied sich früh. Als Valyros geboren wurde, war sie nicht glücklich. Sie war erleichtert. Ein Sohn bedeutete Sicherheit. Ein Sohn bedeutete Kontrolle. Ein Sohn war ein Schild zwischen ihr und den Männern, die sie sonst benutzt hatten. Aber ein Sohn musste gehärtet werden. Noch bevor Valyros sprechen konnte, lernte stille. Noch bevor lesen konnte, lernte Beobachtung. Und noch bevor verstand, was Liebe war, lernte Entzug. Sereth ließ Eichen schreien, nicht aus Grausamkeit, sondern aus Überzeugung. Ein Kind, das lernt, dass niemand kommt, sagte sie einmal zu einer Amme, lernt, sich selbst zu genügen. Die Amme weinte, Sereth entließ sie am selben Tag. Valyros' Unterricht begann früh.
bestand nicht aus Büchern, sondern aus Beispielen. Sereth nachher meie hen mit Hintervorhange, Lias IHN durch Gitterblicken. Sah Männer, die einst machtig gewesen waren, nun auf den Kanien. Sah Frauen, deren Namen man nicht mehr aussprach. Sah, wie ein Sogern, ein falscher Blick, ein zu lautes Atmen ausreichte. Siehst du das? Fragte Sereth ruhig. Valyros nickte. Das ist Menschlichkeit, sagte sie, und sie totet. Diese Worte wurden zu einem Gebet, zu einem inneren Gesetz. Valyros begann, Menschen nicht mehr als Ganzes zu sehen, nur noch als Funktionen, als Risiken, als Werkzeuge oder Hindernisse. Wenn jemand starb, fragte nicht warum, fragte, ob es notwendig gewesen war. Sereth lächelte dann. Doch selbst Sereth konnte nicht alles kontrollieren. Es gab Nächte, in denen Valyros fragte, warum allein essen musste, warum niemand ihm widersprach, warum Menschen zitterten, wenn sprach. Sereth antwortete stets gleich, weil sie dich brauchen. Nicht lieben, nicht verstehen, brauchen. Du bist das Zentrum, sagte sie. Ohne dich fällt alles auseinander. Diese Vorstellung war süß, untödlich. Valyros begann zu glauben, dass Ordnung von ihm ausging, dass Zweifel in anderen ein Zeichen von Krankheit war, dass Widerstand Chaos bedeutete, und Chaos musste beseitigt werden. Als Valyros 16 war, brachte Sereth IHN zu einer Hinrichtung. Nicht öffentlich, nicht offiziell. Ein Mann hatte gesoggert, einen Befehl auszuführen. Hatte Fragen gestellt, moralische Fragen. Sereth stellte Valyros neben sich, sieh genau hin, sagte sie. Der Mann flehte nicht. Erklärte, das war sein Fehler. Glaubt, Worte konnten ihn retten, flüsterte Sereth. Merke dir das, als der Mann fiel, suchte Valyros nicht, aber in ihm geschah etwas Entscheidendes, fühlte nichts, und der Verstand, das war starke. Jahre später, als Valyros den Thron bestieg, hatte Sereth ihre Aufgabe erfüllt. Der Hof sah einen ruhigen, kontrollierten Herrscher, einen Mann ohne Ausschläge, ohne Zweifel, ohne sichtbare Schwächen. Niemand sah den Preis, denn Valyros wusste nicht, wie nahe funktionierte. Kannte keine Grenze zwischen Wunsch und Recht. In seinem Inneren existierte nur ein einfacher Mechanismus. Was begehrte, musste existieren. Was sich verweigerte, war falsch. Sereth beobachtete ihn aus der Distanz. Sie wusste, dass sie etwas erschaffen hatte, das sie selbst nicht mehr lenken konnte. Aber sie tröstete sich mit einem Gedanken. Solange lebt, lebe ich. An dem Abend, als Elenia Valyros widersprach, stand Sereth im Schatten der Säulen. Sie sah das Lächeln ihres Sohnes. Sie erkannte es sofort. Es war nicht ruhig, es war verletzt, und Sereth wusste, das war gefährlich. Später, als sie allein mit ihm war, sprach sie leise, du hast gesoggert, sagte sie. Valyros sah sie an, sie hat Nein gesagt. Sereth nickte, und, das war, unerwartet. Für einen Moment sah Sereth etwas, das sie lange nicht gesehen hatte. Unsicherheit. Sie trat nahe, dann hast du ihr erlaubt, zu glauben, sie hatte eine Wahl. Valyros' Blick verhärtete sich. Niemand hat eine Wahl, sagte Sereth legte ihm die Hand auf die Schulter, dann erinnere sie daran. In dieser Nacht konnte Valyros nicht schlafen, nicht wegen Elenia, sondern wegen der Möglichkeit, dass sein Wille nicht ausgereicht hatte. Und irgendwo im Schleierhof heilt Lyris den Atem an, ohne zu wissen warum. Denn wenn Macht sich gekrankt fühlt,
sucht sie keinen Ausgleich. Sie sucht Beweise. Der Schleierhof roch nach Blumen, nicht nach frischen, sondern nach solchen, die so lange in der Sonne gelegen hatten. Süß, schwer, beinahe erstickend. Wer lange genug dort lebte, lernte zu lächeln, während ihm die Luft fehlt. Hohe Mauern umgaben den Hof, glatt poliert, ohne Risse. Keine Wache stand sichtbar an den Toren, doch niemand vergaß, dass sie da waren. Unsichtbarkeit war Teil der Disziplin. Hier lebten Frauen, die alles hatten, und nichts. Lyris kannte diesen Ort seit ihrer Kindheit. Sie wusste, wann die Vögel sangen und wann sie schweigen. Sie wusste, welche Wege im Garten beschattet waren und welche Blicke vermieden werden mussten. Sie wusste, dass jedes Wort, das sie sprach, irgendwo notiert wurde, selbst wenn kein Schreiber zu sehen war. Der Schleierhof war kein Gefängnis, war schlimmer. War ein Ort, an dem man lernte, sich selbst zu überwachen. Elena hatte ihre Tochter früh vorbereitet. Nicht mit Geschichten von Hoffnung, sondern mit Regeln. Stelle keine Fragen, hatte sie gesagt. Blicke nicht so lange und glaube niemals, dass Stille dich schützt. Lyris hatte genickt, immer genickt. Doch in den letzten Tagen hatte sich etwas verändert. Seit Valyroses Blick auf ihr geruht hatte, schien der Hof enger, die Luft schwerer. Die Erinnerungen flüsterten häufiger, verstummten schneller. Die Tore wirkten naher, als hatten sie sich bewegt. Elena spürte es sofort. Mutter spüren solche Dinge. Hat dich bemerkt, sagte sie eines Abends leise, als sie allein waren. Lyris schwieg. Du darfst glauben, dass Aufmerksamkeit eine Ehre ist, fuhr Elena fort. Aber glaube mir, sie ist ein Urteil. Lyris hob den Blick. Ich habe nichts getan. Elena lächelte traurig. Das ist nie der Punkt. In der Nacht traumte Lyris von Wasser. Sie stand bis zu den Knöcheln in einem Becken aus schwarzem Stein. Das Wasser war ruhig, so ruhig. Als sie sich bewegen wollte, merkte sie, dass es sie festhielt. Nicht mit Kraft, sondern mit Gewicht. Am Rand stand Valyros. Sagte nichts. Beobachtete nur. Als sie aufwachte, war ihr Mund trocken, als hatte sie geschrien. Am nächsten Morgen kam der Eunuch. Verneigte sich tief. Der Erwählte wünscht eure Anwesenheit, sagte nicht heute, nicht vielleicht, jetzt. Elena trat vor ihre Tochter. Ich begleite sie. Der Eunuch zögerte. Nur Lyris. Elenas Blick verhärtete sich. Sie ist nicht allein. Der Eunuch senkte den Blick. Nicht meine Entscheidung. Lyris legte die Hand auf den Arm ihrer Mutter. Ich gehe, sagte sie leise. Elena sah sie lange an. So lange, dann nickte sie. Sprich wenig, sagte sie, und glaube nichts, was dir verspricht. Der Raum, in den Lyris geführt wurde, war kleiner als erwartet. Kein Thron, keine Zuschauer, nur Valyros. Stand am Fenster, den Rücken zu ihr gewandt. Als sie eintrat, drehte sich nicht um. Du hast Angst, sagte ruhig. Es war keine Frage. Lyris senkte den Blick. Das ist verständlich, fuhr fort. Die meisten Menschen haben Angst, wenn sie zum ersten Mal allein mit mir sind. Trat naher, aber du bist anders. Lyris spürte seinen Blick, ohne ihn zu sehen. Du schweigst, sagte das gefällt mir. Sie zwang sich zu atmen. Was wünscht ihr von mir? Valyros lächelte. Wunsch ist ein seltsames Wort, sagte Es impliziert, dass etwas nicht bereits mir gehört. Hob ihr Kinn an sanft, fast zärtlich. Ich mochte,
dass du dich sicher fühlst, ein Versprechen oder eine Drohung, Lyris nickte, Valyros ließ sie gehen, so früh, so leicht, als sie zurückkehrte, wartete Elenia, was hat gesagt, fragte sie sofort, dass ich sicher bin. Elenia schloss kurz die Augen, dann hat bereits entschieden. Im Schleierhof begann man, Lyris anders zu behandeln. Dienerinnen verneinten sich tiefer, Gespräche verstummten, wenn sie nachher kam. Einige Frauen sahen sie mit Neid an, andere mit Mitleid. Beides war gefährlich. Elenia bemerkte, dass man sie beobachtete, dass Schritte vor ihrer Tür heilten, dass ihre Bewegungen eingeschränkt wurden, subtil, aber spürbar. Und zum ersten Mal seit Jahren dachte sie, ich hatte lauter Nein sagen sollen. Valyros beobachtete den Schleierhof nun häufiger, nicht offen, durch Berichte, durch Augen, durch Stile. Dachte nicht an Elenia, nicht bewusst. Doch ihr Wort hatte etwas in ihm verschoben, eine Dissonanz erzeugt, und jedes Mal, wenn Lyris sah, wurde diese Dissonanz lauter. Sie war nicht rebellisch. Das war das Problem. Sie fügte sich und erinnerte ihn damit an die Grenze, die ihre Mutter gezogen hatte. Und Grenzen waren in seinem Weltbild Fehler. In einer stillen Stunde sagte Sereth Maelion zu ihm, du hast begonnen, dich erklären zu wollen. Valyros sah sie an, ich erkläre nichts. Sereth lächelte dann beweise es. In dieser Nacht wurde im Schleierhof ein Tor verschlossen, das sonst offen blieb. Niemand erklärte warum, doch Elenia verstand. Sie setzte sich neben ihre Tochter und hielt ihre Hand. Hör mir zu, sagte sie leise, was auch geschieht. Glaube niemals, dass es deine Schuld ist. Lyris nickte, draußen verstummten die Vögel, und irgendwo im Palast begann Macht, sich auf ihren nächsten Schritt vorzubereiten. Valyros konnte den Blick nicht vergessen. Nicht, weil ihn lange gehalten hatte, sondern weil ihn nicht hatte halten dürfen. Seit jener Begegnung im stillen Raum kehrte dieser Moment immer wieder zurück. Lyris' Augen, die sich nur für einen Herzschlag erhoben hatten und dann gesenkt wurden, kein Flehen, keine Unterwerfung, nur Akzeptanz, und genau das störte ihn. Akzeptanz war passiv, Gehorsam war aktiv. Valyros verlangte Letzteres. Begann, ihre Tage zu kontrollieren, unauffällig. Ein Weg im Garten wurde gesperrt. Eine Dienerin versetzt, ein Fest verschoben, kleine Entscheidungen, unbedeutend für einen Herrscher. Doch für Lyris fühlte es sich an, als würde der Boden langsam genäht, Millimeter für Millimeter, bis man unweigerlich ins Rutschen geriet. Sie bemerkte, dass sie häufiger gerufen wurde, dass Gespräche abgebrochen wurden, sobald sie den Raum betrat, dass ihr Name in Flüstern existierte. Elenia sah es, testet, sagte sie leise. Was, ob du dich bewegst, wenn den Raum enger macht? Valyros empfing Lyris nun regelmäßig, nicht mit Befehl, mit Einladung. Sprach von Ordnung, von Verantwortung, von Einsamkeit. Glaubst du, ich werde beneidet? Fragte einmal, Lyris schwieg, sie knien vor mir, fuhr fort, aber sie sehen mich nicht. Trat naher, du schon. Lyris' Hände lagen reglos in ihrem Schoß, ihr Herz schlug so laut, dass sie fürchtete, müsse es hören. Sehe nur, was ihr mir zeigt, sagte sie schließlich. Valyros lächelte, ein echtes Lächeln diesmal. Und genau das war gefährlich. Elenia wurde nicht mehr eingeladen.
Ihr Abwesenheit war kein Zufall. Valyros hatte verstanden, dass jede Grenze einen Ursprung hatte und dass dieser Ursprung beseitigt werden musste, nicht mit Gewalt, sondern mit Bedeutungslosigkeit. Er sprach nicht über Elenia, er ignorierte sie. Das war schlimmer. Im Schleierhof begann man, Elenia zu meiden. Nicht aus Bosheit, aus Instinkt. Nahe zu ihr war Risiko geworden. Elenia verstand. Sie war isoliert. Genau wie ihre Tochter. In einer Nacht kam Lyris weinend zu ihr. Sagt, ich sei ruhig, flüsterte sie. Als wäre das etwas, das besitzen dürfte. Elenia hielt sie fest. Du bist niemandes Besitz. Aber spricht, als wäre es bereits entschieden. Elenia schwieg, denn sie wusste, wenn ein Mann wie Valyros beginnt, in der Zukunft zu sprechen, hat die Gegenwart bereits überschrieben. Valyros sprach mit seiner Mutter. Sereth hörte zu, sie widersetzt sich nicht, sagte und doch fühlte sich ein Widerstand, beendete Sereth den Satz. Valyros sah sie an. Warum? Sereth trat nachher, weil sie nicht dich kreist, sagte sie ruhig, sie existiert für sich. Valyroses Blick verhärtete sich. Das ist Unordnung. Sereth nickte. Und Unordnung verlangt Korrektur. Am folgenden Tag ließ Valyros ein Fest ausrichten. Nicht groß, nicht öffentlich. Ein ausgewählter Kreis, Musik, Licht, nahe. Lyris wurde in ein Kleid gehüllt, das sie nicht Gewalt hatte. Goldene Faden, die sich schwer anfühlten, als trüge sie eine Rüstung. Du wirst schon sehen, sagte eine Dienerin. Lyris antwortete nicht. Valyros beobachtete sie den ganzen Abend. Sprach mit anderen, lachte, hob Becher und sah doch nur sie. Als sie sich entfernen wollte, hielt sie zurück. Bleib. Es war kein Befehl, aber es klang wie einer. Elenia stand am Rand des Festes. Sie durfte anwesend sehen als Erinnerung. Valyros wusste, dass sie zusah. Wusste, dass jede Geste, jede Nahe, jede Berührung eine Botschaft war. Nicht an Lyris, an Elenia. Sie, was ich kann. Sie, was deren Nein wert ist. Elenia hielt seinem Blick stand und sagte nichts. In dieser Nacht traf Valyros eine Entscheidung. Keine impulsiv, keine wütende, eine logische. Wenn Elenia glaubte, ein Nein könne bestehen, musste beweisen, dass es Konsequenzen hatte. Nicht sofort, nicht offen, aber unausweichlich. Und während Lyris in ihrem Zimmer saß, unfähig zu schlafen, spürte sie etwas, das sie nicht benennen konnte. Nicht Angst, nicht Hoffnung, sondern das Gefühl, dass jemand anderes bereits über ihre Zukunft sprach, ohne sie. Das Wort war kurz, so kurz, dass es fast lächerlich wirkte, und doch traf es Arkan Valyros härter als jede Klinge. Nein, Elenia hatte es nicht geschrien, nicht geflüstert, nicht gesogert. Sie hatte es gesagt, als würde sie einen einfachen Sachverhalt benennen, als gäbe es in dieser Welt noch Dinge, die man ablehnen durfte. Der Raum war still, zu still. Valyros saß auf dem niedrigen Sitz, den für private Gespräche nutzte. Kein Thron, kein Ritual, nur zwei Menschen, was die Situation gefahrlich machte. Du widersprichst mir, sagte ruhig. Elenia hob den Blick. Ich widerspreche euch nicht, antwortete sie. Ich sehe eine Grenze. Valyros betrachtete sie lange. Grenzen. Das Wort existierte in seinem Inneren nur theoretisch, wie ein Begriff aus einer fremden Sprache. Man konnte Eichen aussprechen, aber hatte keine Bedeutung. Du sprichst,
als war deine Entscheidung relevant, sagte schließlich, Elenia admete langsam, ich spreche als Mutter. Für einen Augenblick zuckte etwas in Valyros' Gesicht. Nicht Wut, Verletzung, stand auf, nicht abrupt, nicht drohend, ging ein paar Schritte, als müsse den Raum neu vermessen. Als hatte Elenias Wort die Geometrie verschoben. Du weißt, wer ich bin, sagte Ja, antwortete sie. Und dennoch glaubst du, Nein sagen zu dürfen. Gerade deshalb, Valyros bleib stehen. Weißt du, sagte leise, was geschieht, wenn Menschen glauben, sie dürften wahlen. Elenia schwieg, es entsteht Chaos, fuhr fort. Und Chaos zerstört alles. Auch das, was man schützen will. Elenia trat nahe, dann zerstört es, sagte sie, nicht ich. Valyros sah sie an, wirklich an, und zum ersten Mal erkannte dass dieses Nein kein Affront war, keine Provokation, keine Intrige, es war Überzeugung, und genau das machte es unerträglich. Denn Überzeugung ließ sich nicht korrigieren, nur brechen. Du gehst jetzt, sagte Valyros ruhig. Elenia verneigte sich nicht tief, nur so viel, weil es nötig war. Als sie den Raum verließ, wusste sie, dass sie etwas ausgelöst hatte, das größer war als sie selbst. Lyris wartete, sie saß auf dem Boden ihres Zimmers, den Rücken an die Wand gelehnt. Jede Bewegung im Flur ließ sie zusammenzucken. Als Elenia eintrat, sprang sie auf. Was ist geschehen? Elenia nahm ihre Hand. Wird nicht nachgeben, sagte sie ehrlich. Lyris' Lippen zitterten. Was tun wir? Elenia schwieg einen Moment zu lang. Wir halten fest, sagte sie schließlich. An dem, was wir sind. Valyros sprach in dieser Nacht nicht. Ließ niemanden rufen. Ließ niemanden kommen. Saß allein, nicht im Zorn, im Denken. Verstand, dass rohe Gewalt hier nicht ausreichen würde. Ein offener Befehl wurde Elenia zur Martyrerin machen. Ihr Nein zu einem Symbol. Das durfte nicht geschehen. Nein musste bedeutungslos werden. Und Bedeutungslosigkeit erreichte man nicht durch Zerstörung, sondern durch Umkehrung. Wurde zeigen, dass Widerstand nicht bestraft wurde. Wurde zeigen, dass ignoriert wurde. Am nächsten Morgen änderte sich alles. Und doch nichts Offensichtliches. Elenias Name verschwand aus Einladungen. Ihre Bitten bleiben unbeantwortet. Ihre Bewegungen wurden eingeschränkt, höflich, korrekt, endgültig. Lyris hingegen wurde bevorzugt. Kleider, Aufmerksamkeit, Nahe. Ein Kehl wurde getrieben, präzise, lautlos. Elenia verstand den Plan sofort. Nimmt dich nicht, sagte sie leise zu Lyris. Nimmt mich von dir. Lyris' Augen füllten sich mit Tränen. Ich will das nicht. Elenia lächelte schwach, wollen war nie Teil dieses Systems. Valyros ließ Lyris rufen, nicht als Zwang, als Gnade. Deine Mutter ist müde, sagte sanft. Sie klammert sich an Ideen, die ihr schaden. Lyris schwieg. Ich hingegen, fuhr fort, kann dir Sicherheit geben. Bedeutung, Schutz. Trat nahe, du musst dich nur entscheiden. Lyris spürte, wie sich der Raum schloss. Zwischen was? Fragte sie leise. Valyros' Stimme war ruhig. Zwischen Vergangenheit und Zukunft. In dieser Nacht traf Valyros seine endgültige Wahl. Würde Elenias Nein nicht brechen. Würde beweisen, dass es niemanden schützte. Und während Lyris wach lag, unfähig zu atmen, wusste sie, etwas war verloren gegangen.
das sie nie benennen gelernt hatte, und es wurde nicht zurückkehren. Valyros nahm Elenia nichts weg, nahm etwas von ihr, das war grausamer. Am Morgen nach dem Gespräch erschien Lyris nicht mehr im Schleierhof. Keine Ankündigung, kein Abschied. Die Dienerinnen wussten es vor allen anderen und sagten nichts. Stille war ihre zweite Haut. Elenia suchte ihre Tochter, zuerst ruhig, dann verzweifelt, dann gar nicht mehr, denn jeder Schritt, den sie tat, wurde höflich blockiert, jede Bitte freundlich abgelehnt, jeder Blick von den Wachen beantwortet mit gesenkten Augen. Der Erwählte sorgt für sie, sagte man ihr. Elenia verstand. Valyros hatte Lyris nicht fortgenommen, hatte sie umdefiniert. Lyris wurde in andere Gemächer gebracht, heller, größer, nachher am innersten Kern des Palastes. Dies ist zu deinem Schutz, sagte eine Stimme, die sie nicht kannte. Schutz war das Wort, das man benutzte, wenn Kontrolle vollkommen werden sollte. Valyros kam oft, nicht ungeduldig, nicht fordernd. Setzte sich, sprach, ließ Pausen entstehen, in denen Lyris sich verpflichtet fühlte zu antworten. Stellte Fragen, die keine richtigen Antworten kannten. Fühlst du dich sicher? Vermisst du etwas? Denkst du noch an deine Mutter? Lyris lernte schnell, dass Ehrlichkeit gefährlich war. Sie lernte, Zustimmung zu simulieren. Valyros bemerkte es und belohnte es. Elenia wurde schwacher, nicht körperlich innerlich, denn nichts ist zermürbender als Macht. Da so tut, als sei sie freundlich. Sie schrieb Briefe, keine Antwort. Sie bat Audienzen, verschoben. Sie verstand, dass sie aus dem System gelöscht wurde, nicht durch Gewalt, sondern durch Relevanzverlust. Und dann kam die Einladung, ein einziges Wort, beobachten. Elenia durfte anwesend sein, am Rand. Lyris trug nun Kleider, die schwerer waren als ihre eigenen Gedanken. Goldene Stickereien legten sich wie Fesseln ihre Schultern. Sie bewegte sich vorsichtig, als trüge sie eine Rolle, die sie nicht geschrieben hatte. Valyros stellte sie vor, nicht als Tochter, nicht als Frau, als Zeichen. Sie lernt, sagte einmal, während Elenia susa, sich einzufügen. Elenias Hände ballten sich, doch sie sagte nichts, denn sie verstand nun, worauf Valyros abzielte. Wollte, dass sie sah. In privaten Momenten war Valyros anders, fast sanft. Erzählte Lyris von Einsamkeit, von Last, von Verantwortung. Niemand fragt, ob ich das will, sagte leise. Sie erwarten es einfach. Lyris hörte zu. Sie wusste, dass Mitgefühl eine Falle war, und doch fiel ein Teil von ihr hinein. Du bist die Einzige, die mich nicht fürchtet, sagte Valyros eines Abends. Es war eine Lüge, aber eine wirksame. Denn Lyris begann zu glauben, dass ihre Angst eine Form von Nähe sei. Elenia erkannte ihre Tochter kaum wieder. Nicht äußerlich, in ihrem Blick. War leerer geworden, glatter. Als hatte jemand die Kanten abgeschliffen. Du darfst das nicht zulassen, flüsterte sie bei einer seltenen Begegnung. Lyris senkte den Blick. Ich habe keine Wahl, sagte sie, und Elenia wusste, dass Valyros gewonnen hatte. Nicht über Lyris, über sie. In dieser Nacht sprach Valyros mit Sereth. Sie beginnt zu verstehen, sagte Sereth nickte. Verstehen ist gut, aber Abhängigkeit ist besser. Valyros schwieg. Du wolltest beweisen, dass das Nein nichts schützt, fuhr Sereth fort. Jetzt musst du beweisen, dass dein Ja alles ist. Valyros sah sie an.
und in diesem Blick lag etwas Neues, Zufriedenheit. Am nächsten Morgen erhielt Lyris ein Geschenk, ein Gewand, nicht irgendeines, ein Kleid, das es nur einmal gab, gefertigt aus Stoffen, die niemand sonst tragen durfte, ein Symbol. Valyros betrachtete sie, als sie es anlegte. Nun gehorchst du sichtbar hierher, sagte er. Lyris spürte, wie es sich etwas in ihr löste, oder brach. Elena sah das Kleid aus der Ferne und verstand sofort. Nicht, was es war, sondern wem es gehörte, und sie wusste, der nächste Schritt würde nicht sie treffen, sondern etwas viel Größeres. Manche Geschenke sind keine Geschenke. Sie sind Botschaften. Als Lyris den großen Saal betrat, verstummte die Musik. Nicht abrupt, sondern sogend, als hatten selbst die Instrumente begriffen, dass sie hier fehl am Platz waren. Das Kleid fing das Licht ein und gab es nicht zurück. Goldene Faden, purpurne Schatten, ein Schnitt, der nicht schmeichelte, sondern beanspruchte. Es war nicht dafür gemacht, bewundert zu werden. Es war dafür gemacht, erkannt zu werden. Avaris stand am anderen Ende des Saals. Sie hatte das Kleid selbst entworfen. Sie hatte jeden Stitch überwacht. Und sie wusste sofort, was sie sah. Ihr Gesicht blieb ruhig. Das war ihr größter Schutz. Valyros bewegte sich neben Lyris, als gehöre sie zu ihm. Nicht berührend, demonstrativ. Jeder Schritt war berechnet. Jede Pause eine Einladung zur Interpretation. Du hast Geschmack, sagte Avaris, als Valyros nachher trat. Ihre Stimme war glatt wie polierter Stein. Ich habe Gewalt, antwortete Valyros ruhig. Ein Wort. Eine Korrektur. Avaris lächelte. Dann hast du entschieden, ohne mich zu fragen. Valyros hielt ihrem Blick stand. Ich frage nicht. Einige Höflinge senkten die Augen. Andere taten so, als hatten sie nichts gehört. Lyris stand zwischen ihnen und verstand zum ersten Mal, dass sie kein Subjekt war, sondern Beweisstück. Avaris zog sich zurück. Nicht aus Schwäche, aus Kalkül. Sie gingen ihre Gemacher und ließ die Türen schließen. Dienerinnen warteten. Eunuchen verneigten sich. Doch niemand wagte, etwas zu sagen. Avaris setzte sich und dachte. Sie dachte nicht an Eifersucht, nicht an Liebe. Diese Begriffe waren zu klein. Sie dachte an Ordnung, an Rang, an Grenzen, die sichtbar bleiben mussten, damit ein System funktionierte. Das Kleid war nicht nur Stoff, es war Hoheitseichen, und Valyros hatte es ausgeteilt wie eine Laune. Das konnte sie nicht hinnehmen. Nicht als Frau, als Königin. Am nächsten Morgen ließ Avaris die alten Gesetze bringen. Nicht die öffentlich zitierten, die anderen, die man nur herenzog, wenn man sie brauchte. Eines davon war älter als Valyroses Herrschaft, älter sogar als Sereths Intrigen. Ein Gesetz über Bitten, ein Gesetz, das den Herrscher band. Avaris las es langsam und lächelte. Lyris wurde zunehmend vorgeführt. Nicht offen, subtil, sie es beigesprochen, da sie nicht verstand. Harte Entscheidungen, da sie nicht betrafen. Und doch war ihre Anwesenheit nie zufällig. Valyros wollte, dass man sie sah, nicht als Geliebte, nicht als Tochter, als Verschiebung. Elena sah es aus der Distanz und begriff, dass ihr Nein nicht nur gescheitert war. Es war umgedeutet worden. Eines Abends begegneten sich Avaris und Elena im Korridor. Zwei Frauen, die sich nie gesucht hatten und nun gezwungen waren, einander zu erkennen. Ihr Kleid, sagte Elena leise, gehört euch. Avaris betrachtete sie nicht mehr
antwortete sie ruhig, wollte juch demutigen. Avaris schüttelte den Kopf, wollte mich testen. Elena senkte den Blick und fragte sie. Avaris' Stimme war kalt. Hat bestanden. Am Festtag des Reiches füllte sich der Palast. Delegationen kamen, Priester sangen, Gesetze wurden erneuert, und alle wussten, an diesem Tag durfte keine Bitte abgelehnt werden. Valyros wusste es auch, und wusste, dass Avaris diesen Tag Gewalt hatte. Sie trat vor, nicht dramatisch, nicht laut. Ich bitte, sagte sie, die Übergabe Elenas. Ein Atemzug, zwei, Valyros Gesicht verlor für einen Moment jede Farbe. Verstand sofort. Nicht die Bitte, die Folge, wahle etwas anderes, sagte leise. Alles, fuhr fort, Land, Gold, Macht, Avaris sah Eichenen, ich habe Gewalt. Das Wort fiel schwerer als Elenas Nein. Der Seil hält den Atem an. Valyros wusste, wenn diese Bitte verweigerte, brach das Gesetz. Wenn sie erfüllte, zerstörte was kontrollieren wollte. Avaris wartete, nicht hoffend, sicher, denn sie wusste, in diesem Moment war selbst der Erwählte gebunden. Und irgendwo im Palast spürte Lyris, dass das Kleid auf ihren Schultern schwerer wurde, nicht wegen des Goldes, sondern wegen des Blutes, das es fordern würde. Niemand sprach, nicht aus Ehrfurcht, aus Angst, denn in diesem Saal stand das Gesetz und wartete darauf, gebrochen zu werden. Avaris hielt den Blick gesenkt, nicht unterwürfig, präzis. Sie wusste, dass jedes Zucken ihres Gesichts Valyros' Entscheidung beeinflussen konnte. Valyros sah sie an und wusste, war gefangen. Der nahe gefragt hatte, die Bitte wird gewahrt, sagte schließlich. Es war kein Satz, es war ein Schnitt. Ein Raunen ging durch den Saal, kein Jubel, keine Erleichterung. Nur das dumpfe Gerausch von Macht, die gezwungen wurde, sich zu beugen. Elena wurde vorgeführt. Nicht wie eine Gefangene, wie eine Last. Valyros stand auf, die Bitte ist erfüllt, sagte laut, doch nichts weiter. Avaris nickte, das ist alles, was das Gesetz verlangt. Sereth, die im Schatten stand, versog keine Miene, doch in ihrem Inneren verschob sich etwas. Sie hatte diesen Ausgang einkalkuliert. Und sie hatte bereits weitergedacht. Elena wurde freigelassen, nicht aus Gnade, aus Notwendigkeit. Die Tore öffneten sich, Dokumente wurden gesiegelt, Zeugen verzeichnet, alles korrekt, alles öffentlich. Doch kein Gesetz konnte erzwingen, was zwischen Menschen zerbrochen war. Lyris sah ihre Mutter nur aus der Ferne. Elena versuchte, ihr zu lächeln. Lyris erwiderte es nicht, nicht aus Kälte, aus Scham. Noch am selben Abend ließ Valyros die inneren Räte zusammenrufen. Nicht alle, nur die verstanden, was verloren gegangen war. Ich habe nachgegeben, sagte ruhig, nicht verloren. Niemand widersprach. Sereth trat vor. Die Königin hat das Gesetz benutzt, sagte sie. Aber Gesetze gelten nur, solange man sie nicht ersetzt. Valyros hob den Blick. Nicht jetzt. Nicht offen, korrigierte Sereth, aber vorbereitend. Sie legte eine Schriftrolle auf den Tisch. Eine alte Regelung, kaum bekannt, kaum genutzt. Eine Bestimmung über Schutzbefohlene. Valyros erkannte sie sofort und lächelte zum ersten Mal an diesem Tag. Elena kehrte in ihr Haus zurück. Es war stiller als zuvor, nicht leer, fremd,
sie setzte sich an den Tisch, an dem sie einst Lyris Geschichten erzählt hatte, und verstand, dass Freiheit nicht bedeutet, zurückzukehren. Sie hatte ihre Tochter verloren, nicht heute, schon früher. Lyris verbrachte die Nacht allein, ohne Dienerinnen, ohne Schmuck, ohne das Kleid. Sie starrte auf ihre Hände und fragte sich, wann sie aufgehört hatte, eine Entscheidung zu treffen und angefangen hatte, Entscheidungen zu verkörpern. Ein leises Klopfen. Sereth trat ein. Du hast gesehen, wie das Gesetz funktioniert, sagte sie sanft, aber auch, wie begrenzt es ist. Lyris sah sie an. Was willst du? Sereth lächelte. Dass du überlebst. Am nächsten Morgen wurde eine neue Verfügung erlassen, kein Erlass, eine Umdeutung. Lyris wurde offiziell unter den Schutz des Erwählten gestellt, nicht als Besitz, als Verantwortung. Valyros unterschrieb persönlich. Das Gesetz war eingehalten und zugleich entleert. Avaris las die Verfügung und erkannte, was geschehen war. Sie hatte gewonnen und dennoch verloren. Denn Valyros hatte gelernt, und Valyros, der lernte, war gefahrlicher als Valyros, der herrschte. Lyris stand auf dem Balkon. Der Palast unter ihr war ruhig, so ruhig, sie spürte, dass etwas Neues begonnen hatte. Nicht offen, nicht laut, aber unumkehrbar. Schutz ist ein Wort ohne Wärme. Es klingt nach Sicherheit. Es bedeutet Kontrolle. Als Lyris am Morgen erwachte, standen zwei neue Wachen vor ihrer Tür. Sie verneigten sich, lächelten sogar, doch sie traten nicht beiseite. Die Verfügung war eindeutig, sie durfte sich frei bewegen, innerhalb der Grenzen, die man ihr nicht nannte. Valyros besuchte sie nicht sofort. Das war Absicht, denn nahe war nun kein Werkzeug mehr. Abwesenheit war es. Sereth hingegen kam, nicht offiziell, nicht angekündigt. Du hast gesehen, wie schnell Dinge sich ändern, sagte sie, während sie sich setzte. Gestern warst du ein Symbol, heute bist du ein Risiko. Lyris antwortete nicht. Risiken schützt man, fuhr Sereth fort, oder man neutralisiert sie. Ein Lächeln, du hast Glück. Avaris reagierte leiser, als man erwartet hatte. Keine Entschuldigungen, keine öffentlichen Schritte, stattdessen lud sie ein. Ein Abendessen, ein Gespräch, ohne Zügen. Lyris erhielt die Einladung persönlich. Valyros erlaubte es, nicht aus Vertrauen, aus Neugier. Elenia wartete vor dem Palast, nicht hoffend, beharrlich. Sie wusste, dass sie ihre Tochter nicht retten konnte, aber vielleicht noch erreichen. Als Lyris an ihr vorbeiging, flüsterte sie, glaub ihnen nicht. Lyris blieb stehen. Zum ersten Mal seit Tagen, ich weiß nicht mehr wem, sagte sie. Elenia senkte den Blick, dann glaube dir selbst. Es war zu wenig und zu spät. Das Abendessen bei Avaris war schlicht. Keine Symbole, keine Machtgesten, nur zwei Frauen. Du bist klug, sagte Avaris ruhig, klug genug zu wissen, dass du benutzt wirst. Lyris sah sie an, von allen. Avaris nickte. Der Unterschied ist, ich sage es dir, Stille, wenn du dich entscheidest, fuhr Avaris fort, wird man dich bestrafen, egal wie, und wenn ich mich nicht entscheide. Avaris Blick war fest. Dann entscheiden andere. Valyros hörte Spotter von dem Treffen und lächelte. Nicht spottisch, zufrieden, denn wusste, Avaris hatte gesprochen, und jede Wahrheit, die man ausspricht, zwingt zur Reaktion. Sereth brachte die Reaktion. Es gibt eine Möglichkeit, sagte sie Lyris noch in derselben Nacht.
du kannst dich dem Schutz entziehen. Lyris sah sie an. Wir, indem du eigen rechtfertigst. Ein Moment, indem du öffentlich erklärst, dass du bleiben willst. Lyris Verstand. Nicht sofort, aber vollständig. Elena wurde informiert. Nicht offiziell. Über Umwege. Eine öffentliche Erklärung wurde alles verändern. Sie lief, nicht schnell, entschlossen. Doch als sie den Platz erreichte, war es zu spät. Lyris stand auf den Stufen des Palastes. Kein Kleid, kein Schmuck, nur eure Stimme. Ich bleibe, sagte sie. Nicht laut, aber klar. Valyros stand hinter ihr. Nicht sichtbar, aber spürbar. Die Menge murmelte, einige verstanden, andere wollten verstehen. Avaris hörte die Worte und schloss die Augen. Denn sie wusste, Lyris hatte Gewalt. Nicht aus Loyalität, aus Selbsterhalt. Elena sah ihre Tochter und begriff, dass diese Wahl nicht mehr rückgängig zu machen war. Nicht, weil sie falsch war, sondern weil sie öffentlich war. Valyros trat hervor, legte eine Hand auf Lyris' Schulter, ein Akt der Bestätigung und der Besitznahme. Der Schutz bleibt bestehen, sagte er, und alle wussten, es war kein Schutz mehr. Lyris spürte den Druck der Hand und dachte nicht an Macht, nicht an Angst, sondern an den Moment, in dem sie aufgehört hatte, zu hoffen, gerettet zu werden, und angefangen hatte, zu überleben. Die Menge hatte sich noch nicht zerstreut. Da begann die Strafe, nicht ausgesprochen, nicht verkündet. Sie lag in der Luft. Valyros führte Lyris zurück in den Palast. Nicht durch den Haupteingang, sondern durch einen schmalen Korridor. Ein Zeichen. Wer Schutz suchte, wurde nicht gesagt, wurde verwahrt. Du hast richtig gehandelt, sagte er ruhig. Lyris antwortete nicht. Denn sie wusste inzwischen, Zustimmung war nicht mehr gefragt. Avaris verlor keine Zeit. Am selben Abend ließ sie die Gesandten rufen. Nicht alle, nur jene, deren Loyalität auf Ausgleich beruhte, nicht auf Angst. Der Erwählte hat eine Grenze überschritten, sagte sie sachlich. Nicht gegen mich, gegen das Gleichgewicht. Sie sprach nicht von Lyris, sie sprach von Präzedenz. Und Präzedenz war gefährlicher als jede einzelne Tat. Elena hörte die Gerüchte von neuen Anordnungen, von stillen Verhaftungen, von Dienern, die ersetzt wurden. Sie wusste, dass all das nicht ihr galt. Noch nicht, doch sie wusste auch, wer so lange wartet, verliert jede Möglichkeit zu handeln. In der Nacht verließ sie ihr Haus, nicht fliehend, entschlossen. Lyris bemerkte die Veränderungen sofort. Neue Gesichter, weniger Worte, mehr Abstand. Sereth kam nun regelmäßig, nicht mit Ratschlagen, mit Aufgaben. Du wirst zuhören, sagte sie, du wirst schweigen, und du wirst lernen, wann beides gefährlich ist. Lyris nickte, nicht aus Gehorsam, aus Klarheit. Valyros begann, Entscheidungen vor ihr zu treffen, nicht weil sie beteiligt war, sondern weil ihre Anwesenheit wirkte. Rate sprachen vorsichtiger, Stimmen senkten sich, Zweifel verschwanden. Lyris wurde zum Raum, nicht zur Person. Avaris setzte ihren Gegenzug, ein Edikt, sauber formuliert, harmlos wirkend, eine Neuordnung der Zuständigkeiten im inneren Hof. Valyros las es und erkannte sofort, sie entzog ihrem Einfluss, nicht frontal, sondern schleichend. Lächelt. Denn auch hatte gelernt, Elena erreichte den Tempelbezirk, alt, still, vergessen. Dort suchte sie jemanden auf, den sie lange gemieden hatte, einen Priester,
der keine Titel mehr trug. Ich brauche Wahrheit, sagte sie. Der Mann sah sie lange an. Dann brauchst du Mut, antwortete er. In dieser Nacht traumte Lyris nicht von Freiheit, von Türen, die sich schlossen, sobald sie hindurchging. Als sie erwachte, stand Valyros in ihrem Bett. Du wirst bald gebraucht, sagte er ruhig. Wofür? Fragte sie. Er beugte sich leicht vor, zu zeigen, dass meine Entscheidungen Bestand haben. Am nächsten Morgen wurde Elena festgenommen, nicht offiziell, nicht öffentlich. Sie verschwand. Avaris erfuhr es erst Stunden später und verstand sofort, das war die Antwort. Lyris spürte es noch, bevor man es ihr sagte, diese Lehre, diese plötzliche Stil. Sereth bestätigte es schließlich. Dein Mutter ist in Sicherheit, sagte sie, solange du es bist. Lyris' Hände zitterten, nicht sichtbar, aber dauerhaft. Valyros trat zu ihr. Jetzt verstehst du, sagte er leise. Schutz ist keine Mauer. Er ist ein Band. Lyris sah ihn an, und zum ersten Mal erkannte sie in seinem Blick keinen Zorn, nur Besitz. In den Hallen begann man zu flüstern, nicht über Avaris, nicht über Valyros, über Lyris, denn jeder wusste nun, wer sie berührte, veränderte das Gleichgewicht, und wer sie verlor alles. Niemand nannte sie eine Geißel. Das war das perfide daran. Elena saß in einem Raum ohne Fenster, nicht dunkel, nicht kalt, sorgfältig neutral. Ein Ort, der nichts antat und doch alles nahm. Zeit, Orientierung, Wort, sie erhielt Essen, Wasser, Schweigen, und sie verstand, man hält sie nicht fest, sie zu bestrafen. Man hält sie fest, gesehen zu werden, ohne anwesend zu sein. Lyris wusste es nun sicher. Nicht, weil man es ihr gesagt hatte, weil Valyros entspannter geworden war. Er sprach ruhiger, bewegte sich freier. Er hatte, was er wollte oder zumindest genug davon. Du brauchst keine Angst, sie zu haben, sagte er eines Abends. Solange du bleibst, bleibt sie. Es war kein Versprechen, es war eine Gleichung. Avaris erfuhr von Elenas Festsetzung durch einen Umweg. Nicht offiziell, nicht bestätigbar. Doch sie glaubte es sofort, sie ließ die Türen schließen und befahl, allein gelassen zu werden. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte sie etwas, das sie lange nicht zugelassen hatte, Zweifel, nicht an sich, an der Ordnung, die sie verteidigt hatte. Sereth suchte Lyris auf, nicht als Mentorin, als Beobachterin. Du veränderst dich, sagte sie. Ich lerne, antwortete Lyris. Sereth nickte. Dann weißt du, dass Mitgefühl jetzt gefährlich ist. Lyris sah sie an. Nein, sagte sie ruhig. Ich weiß, dass es mein letzter Vorteil ist. In dieser Nacht traf Lyris eine Entscheidung. Keine öffentliche, keine große, eine innere. Am nächsten Morgen bat sie eine Audienz bei Avaris. Valyros erlaubte es, aus Überheblichkeit. Die Königin und das Mädchen saßen sich gegenüber. Kein Hof, keine Zeugen. Du bist klüger, als ich dachte, sagte Avaris. Und du warst mutiger, als ich geglaubt habe, antwortete Lyris. Sie sprachen nicht lange, sie mussten es nicht. Avaris verstand, was Lyris anbot, und Lyris verstand, was es kosten würde. Elena wurde in derselben Nacht verlegt, nicht in Freiheit, in Sichtweite, ein Fenster, ein Blick auf den Hof, ein Zeichen. Valyros wusste davon und tat nichts, denn auch er verstand. Das Spiel war in sein letzter Phase getreten. Am nächsten Tag trat Avaris vor den Rat. Nicht mit Anklagen, mit Wahrheit.
Wir haben einen Punkt erreicht, sagte sie, an dem Schutz und Gefangenschaft nicht mehr zu unterscheiden sind. Einige nickten, andere schwiegen. Valyros war nicht anwesend. Das war neu. Lyris stand auf dem Balkon, nicht mehr zitternd, nicht mehr leer. Sie wusste, dass sie benutzt wurde. Und sie wusste nun auch, man kann ein Werkzeug führen, oder man kann es brechen. Sie atmete tief ein und wartete. Valyros betrat den Saal, als die Diskussion ihren Höhepunkt erreichte. Spricht über mich, sagte ruhig. Avaris sah ihn an. Wir sprechen über das, was du geschaffen hast. Ein Moment. Dann trat Lyris vor. Nicht geplant, nicht erlaubt, aber unausweichlich. Alle Blicke richteten sich auf sie. Und in diesem Moment wusste jeder, was sie jetzt sagte, würde alles beenden oder alles zerstören. Niemand hatte Lyris aufgefordert zu sprechen, und doch war es unausweichlich gewesen. Sie stand nun im Zentrum des Saals, wo sonst nur Gesetze verlassen wurden, kein Podest, kein Schutz, nur sie und das Gewicht aller Blicke. Valyros sah sie an, nicht wütend, nicht überrascht, berechnend. Du hast nichts zu sagen, erklärte ruhig. Nicht hier. Lyris hob den Kopf, doch, sagte sie, jetzt, das Wort viel klarer als jede Anordnung zuvor. Avaris sagte nichts. Sie wusste, jeder Versuch, diesen Moment zu lenken, würde Iächen entwerten. Der Rat schwieg, und das Schweigen war schwerer als Zustimmung. Ich bin geblieben, begann Lyris, weil man mir sagte, es sei Schutz. Valyros bewegte sich nicht. Ich habe geschwiegen, fuhr sie fort, weil man mir sagte, Schweigen rette andere. Ein Murmeln ging durch den Saal. Und ich habe zugestimmt, sagte sie leise, weil mir niemand erklärte, dass Zustimmung unter Angst keine Wahl ist. Jetzt sah Valyros sie an, nicht mehr rechnend, wachsam. Meine Mutter ist nicht frei, sagte Lyris, sie ist nur unsichtbar. Elenia stand am Rand des Hofes, nicht geführt, nicht bewacht, aber sie war da, und jeder erkannte, das war kein Zufall, das ist der Preis ihres Schutzes, fuhr Lyris fort. Wird nicht benannt, aber wird gezahlt. Valyros hob eine Hand, genug. Doch der Rat hatte bereits verstanden. Nicht die Worte, die Struktur. Avaris trat vor, langsam. Der Erwählte spricht von Ordnung, sagte sie ruhig. Doch Ordnung ohne Grenze ist nichts als Besitz. Valyros' Stimme war nun scharfer. Du nutzt sie. Avaris schüttelte den Kopf. Nein, ich höre ihr zu. Sereth beobachtete alles aus dem Schatten. Sie sah, wie etwas kippte. Nicht die Macht, die Legitimation. Und sie wusste, das ließ sich nicht reparieren. Valyros trat nachher an Lyris heran. Du weißt, was du tust, sagte leise. Ja, antwortete sie, deshalb tue ich es. Ein Moment, dann wandte sich an den Rat. Ich entlasse sie aus meinem Schutz. Ein Raunen, nicht aus Erleichterung, aus Schock, denn jeder wusste, das war kein Geschenk, das war eine Abtrennung. Und ihre Mutter? Fragte Avaris. Valyros zögerte. Zum ersten Mal, sie ist frei, sagte schließlich. Nicht überzeugt, aber laut genug. Elenia trat einen Schritt vor, und dann noch einen. Niemand hielt sie auf, nicht weil sie durfte, sondern weil niemand mehr wusste, wer es noch konnte. Sie sah ihre Tochter an, und Lyris sah zurück. Keine Umarmung, keine Tränen. Nur ein Blick, der sagte, wir haben überlebt, anders als wir wollten.
Valyros verliest den Saal, nicht besiegt, aber entblößt. Avaris blieb, der Rat blieb, und Sereth verschwand. Wokenspatter war der Palast ruhiger, nicht gerechter, aber vorsichtiger. Lyris lebte nicht mehr dort. Sie wurde nicht verbannt. Sie wurde vergessen. Und das war die einzige Freiheit, die übrig blieb. Elenia und Lyris verließen die Stadt bei Morgengrauen. Kein Seil, nur Abstand. Was bleibt jetzt? Fragte Elenia Lyris. Lyris dachte nach, dann antwortete sie, die Wahrheit und die Narben. Und irgendwo im Palast wurde ein neues Gesetz geschrieben. Nicht über Schutz, nicht über Macht, über Grenzen. Denn das war es, was am Ende fehlte.